Hallo zusammen, die Firma Vortex. Ich bin Andreas und ich zeige euch in dieser Videomontageanleitung, wie schnell und einfach der Einbau meiner spielarmen Gleitsteine in eure Bosch GTS 10 XC Tischkreissäge vonstatten geht und welche Präzision dabei herauskommt. Das hier ist der Ursprungszustand, der Schlitten hat richtig viel Spiel. Sauberes, winkelgenaues Arbeiten ist damit unmöglich. Als erstes nehmen wir die Platte des fest verbauten Schiebeschlittens der GTS 10 XC herunter, um an die originalen Gleitsteine zu kommen. Die sieht man hier und das hier sind 5/10 mm Spiel. Und das ist richtig viel. Wenn wir fertig sind, liegen wir bei höchstens 5/100. Im zweiten Schritt richten wir die beiden Aluminium-C-Profile, in denen die Gleitsteine laufen, parallel zueinander und parallel zum Maschinentisch aus. Wir lösen die 8 Klemmschrauben mit einem 4 mm Imbusschlüssel nur so weit, dass sich beide C-Profile innerhalb der Bohrlöcher frei bewegen lassen. Jetzt setzen wir die mitgelieferte Justagebrücke auf Höhe der ersten beiden Klemmschrauben ein. Das keilförmige Distanzstück gibt den Abstand zur Ausformschräge des Maschinentisches vor. Wir drücken das erste C-Profil gegen den Keil und ziehen die erste Schraube fest. Der Ausleger definiert den Abstand zum zweiten C-Profil. Auch hier drücken wir das Profil gegen den Anschlag und ziehen die Schraube fest. Wir wiederholen diesen Vorgang an allen 8 Schrauben. Danach sind beide C-Profile sehr genau parallel zueinander und zum Maschinentisch justiert. Die Ausrichtung der C-Profile ist wichtig, weil nur in absolut parallelen Nuten unser Schiebeschlitten spielfrei gleitet und nirgendwo klemmt. So, im dritten Schritt passen wir die Gleitsteine an unsere C-Profile an. Mein erster Gleitstein passt in das von mir aus gesehen linke C-Profil ohne zu klemmen rein, klemmt aber an einer Stelle im rechten C-Profil. Ich teste nochmal im linken und sehe, das hier sind 1/200 mm Spiel und damit gebe ich mich zufrieden. Der zweite Gleitstein klemmt im linken C-Profil relativ früh und noch früher im rechten. Deshalb schleife ich auf beiden Seiten je etwa 1/100 mm runter und teste dann nochmal. Ich nutze hier 180er Schleifpapier, das ich unter dem Parallelanschlag eingeklemmt habe, um rechtwinklig schleifen zu können. Ich arbeite hier völlig ohne Kraft. So, hier klemmt nichts mehr und da hört man minimales Spiel. Gleitstein Nummer 3 klemmt wie der davor und ich muss minimal beschleifen. Die Aluminium-C-Profile werden im Strangpressverfahren hergestellt und haben keine hohen Anforderungen an die Genauigkeit. Das macht sie verglichen mit hochpräzisen, geschliffenen Führungsschienen sehr preiswert. Wir müssen aber damit leben, dass unsere Führung an manchen Stellen mal um 1/200 mm schmaler oder weiter ist. So, Nummer 3 habe ich sehr gut getroffen. Hier klemmt nichts und es ist fast kein Spiel spürbar. Gleitstein Nummer 4 klemmt wieder früh und ihr wisst schon, einige wenige Züge über das Schleifpapier und der Gleitstein läuft mit minimalem Spiel. Fangt ruhig in sehr kleinen Schritten an, zum Beispiel 2 Züge pro Seite und testet häufig, damit ihr nicht zu viel runternehmt. Hier sieht man, was ich gerade beschrieben habe. An einer Stelle klemmt der Gleitstein minimal. Aber ich lasse das so und baue erstmal wieder zusammen und teste. Ich richte die Gleitsteine aus und lege die Platte so auf, dass wir die Gewindebohrungen sehen können. Jetzt kommen die richtig geilen mitgelieferten Torx-Schrauben zum Einsatz. Vorsicht, die Kunststoffgewinde sind leicht selbsthemmend, wir brauchen absolut keine Kraft beim Festziehen. Jetzt erstmal drehen wir die Schrauben sowieso ganz rein und dann eine halbe Umdrehung wieder los, damit sich die Platte über den Gleitsteinen frei bewegen kann, denn jetzt folgt die Ausrichtung der Platte. Dazu verwende ich verschiedene Bohrer als Anschlag. Der 3 mm Bohrer ist mir zu groß, der 2,5 mm Bohrer passt bei mir perfekt. Vielleicht ist bei dir ein 2 mm Bohrer der passende. Wichtig ist, dass die Platte nirgendwo schleift und dass die Schraubenköpfe möglichst mittig in den Planeinsenkungen der Platte sitzen. Ich ziehe die Platte gegen den Bohrer und schraube nach und nach alle Schrauben der linken beiden Gleitsteine mit Gefühl fest. Die Platte ist jetzt ausgerichtet, die T-Nut in der Platte verläuft jetzt parallel zum Maschinentisch und damit zur rechten Nut. Der Schlitten sollte jetzt mit wenig Spiel leichtgängig gleiten. Jetzt schrauben wir die mittleren Schrauben der beiden rechten Gleitsteine mit 3 Fingern handwarm fest, sodass sich die Gleitsteine beim Hin- und Herbewegen noch ausrichten können. Nach und nach legen wir auch die anderen Schrauben handwarm an und bewegen die Platte immer wieder hin und her.
Jetzt kann es an manchen Stellen schon ein bisschen klemmen. Den Idealfall, dass der Schlitten an allen Stellen absolut klemmfrei und gleichzeitig spielfrei läuft, bekommen wir mit dieser Linearführung aus Strangpressprofilen aus den genannten Gründen nicht hin. Deshalb spreche ich auch immer von spielarmen Gleitsteinen. Was wir hinbekommen, ist ein Kompromiss zwischen Klemmen und minimalem Spiel. Allerdings ist unser Spiel jetzt mindestens um eine Größenordnung geringer. Aus 5 Zehnteln wurden höchstens 5 Hundertstel Millimeter. Und was das bringt, das seht ihr hier. Das ist eine Grundplatte für einen Schiebeschlitten mit meinen spielfrei einstellbaren Gleitschienen. Man sieht, die gleiten sehr leichtgängig in den jetzt parallelen Nuten. Und meine Grundplatte hat, selbst bei ganz ausgezogenem Maschinenschlitten, absolut kein Spiel. Damit kann ich wiederholgenau rechte Winkel sägen und die Aktionstiefe meiner Säge auf über 600 mm erheblich erweitern. Meine T-Nut-Gleitschienen bringen noch den zusätzlichen Vorteil mit sich, dass sie abhebesicher sind und mir der Schlitten auf keinen Fall aus der Nut herausspringen kann. Wie man einfach, schnell und präzise so einen Schiebeschlitten mit meinen spielfreien Gleitschienen baut, das zeige ich euch gern im nächsten Video. Bis dahin, liebe Grüße.